Spielst andere Games, die weniger Spaß machen. Aber wieso tust du dir das an? Ich meine, warum spielst du freiwillig etwas, was nicht Flife ist und hast dabei weniger Spaß? Das ergibt doch keinen Sinn. Will ich dir ein Thema-Setup kaufen, Hupe? Ich weiß nicht. Akzeptierst du die Währung Staub? Oh, es ist schon vorbei, lol. Hey, hatte der nicht gerade noch 50.000? Damn. Also, als ich gerade eben geschaut habe, vor legit 30 Sekunden hatte der noch fucking 50.000 bei mir. That's pretty funny. That shit is pretty funny. Der erste 139 ist ja völlig krank. Ja, nee, wie gesagt, der ist Free-to-Play. Frag ihn, der ist 1000% Free-to-Play. Spielt eigentlich gar kein Flife. Sein Main-Game ist eigentlich League of Legends. Spielt normalerweise gar kein Flife. Aber er hat mal ein bisschen Abwechslung gesucht. In einem Game, wo es ein bisschen leichter ist, was zu erreichen. Da dachte er sich, ja, so 1 Stunde Flife am Tag. Kann man mal machen. Und dann hat er halt 139 jetzt geschafft. True Story, by the way. Ich bin Level 139 und ich kann es bestätigen. Ich bin auch Free-to-Play, da kommt nicht so viel bei rum. Ja, aber der Unterschied ist, ich bin nicht Casual Serpent, ich spiele jeden Tag. Weißt du, das ist der entscheidende Unterschied. Wenn ich nur jeden 3. Tag spielen würde, also nur so 2-3 Mal die Woche maximal für 1 Stunde, dann wäre ich schon längst 120. Denn so funktioniert dieses Spiel. Und der zweite entscheidende Fehler ist natürlich die 8 Chars, weil mit 2 Chars wäre ich jetzt auch schon Level 95. Sehr klar. Da fliegen einem die Level ja wie gebratene Tauben einfach nur in den Mund. Kappa. Das ist die geheime Taktik, falls sie auch jemand von euch nicht kannte. Einfach nicht spielen. That's basically it. Einfach nicht den ganzen Tag online sein. Easy money. Hast gestern 1 Stunde Flife gespielt, bis jetzt Level 130. Nice. Schau, er hat's verstanden. Er hat's verstanden. Hatte jemand Boxed Opening gesagt? Hatte jemand Boxed Opening gesagt? Ey, yo, I see you, Chat. 10% Speedset. Trash. Feedback. Ich hab ein Feed. No way. Alter. Ja. Tatsächlich, es reicht für One-Shots mittlerweile, nice. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's richtig ab. Welcome to One-Shot City, baby. Junge, wie viele Ranger sind hier, Alter. Akros. Whatever. One-Shot Hater Nation, baby. Die Typen werden mich jetzt hassen, ja. Aber I don't give a damn, bro. I don't give a damn. What, boss? What, boss? What, boss? Seht ihr der Typ neben mir, der mit Moonbeam spielt? Seht ihr, wie viel besser Hot Air ist? Seht ihr, wie geisteskrank viel stärker Hot Air ist? Der Typ hat keine Chance gegen mich. Ich töte halt einfach 5-mal so viele Monster wie er. Sit down, Moonbeam Loser. Sit down, Moonbeam Loser. This is a magician's world. And you're just living in it, little bro. Du lebst nur in meiner Welt, kleiner Mann.
Naturgewalt Konoyu High. Tja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, man sieht es mir vielleicht nicht an, weil ich niemand bin, der seine Emotionen so offen zeigt, aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Spaß mir das macht. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Spaß mir das macht. Das ist halt literally das Beste an dem Game. Bisschen Low-Level grinden. Wer das nicht enjoyt, shut the fuck up, man. Just shut the fuck up. Love my low-level shit. Low-level Gameplay. Beste. Gleich 42. Was haben wir gedroppt? Schönes. Die Suit brauche ich noch. Oh! Erste Waffe, die ich mir anschaue. Hot Air plus 15, Baby. Easy motherfucking money. Easy motherfucking money. That's what I call easy motherfucking money. Got it. Hot Air plus 15, baby. Oh, baby. Let's freaking go. Braucht jemand den alten? Ich habe noch einen. Wo levelt man nach den Puppets? Bei Basque. Allerdings hast du nach den Cardpuppen das Problem, dass ab da alle Windmonster ranged sind. Ohne Scheiß, das ist wirklich crazy. Keine Ahnung, warum das so ist. Das haben die safe mit Absicht gemacht. Aber alle Windmonster... Na gut, wobei ich glaube, Captain Lerner tatsächlich nicht. Aber die meisten Windmonster sind tatsächlich ranged. Die Basques sind auf jeden Fall ranged. Und ab da wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Bei Cardpuppen, die one-shottest du ja einfach und läufst im Kreis basically. Ist ja alles schön und gut. Aber bei den Basques musst du aktiv healen und fooden. Und halt immer die Skill-Kugeln. Also die machen ja so Fernkampfangriffe und da fliegen dir so Kugeln hinterher. Und die musst du halt immer aktiv im Auge behalten, weil wenn die dich alle zeitgleich treffen, bist du halt tot. Und die schießen, also die haben eine ziemlich kleine Range, also sie müssen schon sehr nah kommen zu dir, bis sie einen Schuss abfeuern können. Aber sie sind ranged. Das ist im Endeffekt so Jojo-Jester-Range ungefähr, kann man sich vorstellen. Also schon eine kurze Range, aber trotzdem ranged. Und da musst du halt, wie gesagt, immer Blinkpool machen nach jedem Monster, das du anhittest, weil sonst stirbst du. Und die müssen halt One-Shot sein. Also bei denen funktioniert die Two-Shot-Taktik sehr schlecht. Also kann man schon machen, also ein paar Level 20 zu machen zum Beispiel. Aber bei denen will man wirklich One-Shots machen, weil die willst du angreifen und dann sollen sie einfach tot sein. So. Weil sonst ist es zu kompliziert einfach. Weil du dann auf zu viele Dinge achten musst. Oder halt zu anstrengend. Aber ja, das ist dann das Problem. Es ist dann bei Steel Knight, bei Rhysm ist das auch so. Da ist die Schwierigkeitsstufe etwas höher. Aber wenn man es einmal drin hat im System, dann ist es im Endeffekt einfach das gleiche. Greifst an, Blinkpool, greifst an, Blinkpool und die Monster sterben nach einem Attack. Und die Levelgeschwindigkeit ist weiterhin insane. Im Verhältnis zu allem anderen, was man machen könnte. Da lohnt 10% CS gar nicht, wenn man das wieder verkaufen muss und Penya dann weg sind. Ja, aber du kannst es doch einfach gegen andere Items tauschen. Also ich meine, zugegebenermaßen, also meine persönliche bescheidene Meinung ist, ein 10% Set zu kaufen oder generell in Speedsets zu investieren auf dem Server, lohnt sich weniger als jemals zuvor, weil erstens jetzt aktuell
noch bis Donnerstag diese Box im Cash-Shop ist, doppelte Chance auf 10% Set, halber Preis. Das heißt, jedes neue CS-Set, ja, wenn es aussehenstechnisch geil ist, okay. Aber, wie du schon sagst, es hat halt immer diesen Beigeschmack mit dem Sehen gebunden. Das heißt, viele Leute wollen halt nicht unbedingt so ein CS-Set mitnehmen. Das heißt, die Wertentwicklung von den CS-Sets wird wahrscheinlich, egal wie geil sie aussehen, also außer sie sehen extrem geil aus, dann vielleicht schon. Aber sie müssen schon wirklich pervers geil sein, so Shadowhunter-mäßig. Weil sonst werden die Leute halt wahrscheinlich einfach nicht bereit sein, dafür wirklich viel Geld auszugeben, weil sie ja genau wissen, okay, ich kann es dann zwar schon mitnehmen, aber es ist halt dann trotzdem sehengebunden. Beziehungsweise accountgebunden, ist ja egal. Auf jeden Fall in irgendeiner Form gebunden, also nicht so geil. Und das Zweite ist, dass es ja aktuell, und das geht jetzt noch über 3 Wochen, das Event, das Second Anniversary Event läuft. Und in dem Second Anniversary Event ist es ja so, dass man tonnenweise 10% Speedsets bekommen kann. Beziehungsweise du hast tonnenweise Boxen, die du bekommen kannst von dem World Boss, von den Buchstaben, von dem Roulette und so. Noch für über 3 Wochen, wie gesagt, wo du auch 10% Speedsets for free bekommen kannst. Und das heißt, auch da wird die Nachfrage nach 10% oder generell nach Speedsets nochmal extrem geschmälert, weil da hunderte Leute ihren 10% Speedset bekommen werden, die dann keins mehr kaufen werden, potenziell. Also es ist wahrscheinlich die schlechteste Zeit aller Zeiten, in Speedsets zu investieren, wenn man damit Geld verdienen will. Probably. Schlechter als jemals zuvor. Und ja. Deswegen würde ich euch das nicht unbedingt empfehlen. Also vor allem auf dem FEC-Server. Auf Burodeng ist natürlich wieder eine andere Sache, weil da ist ja alles ungebunden. Das heißt, wenn er jetzt irgendwie, oder wenn nächste Woche ein geiles Speedset rauskommt, klar wird es dann wahrscheinlich weniger wert sein, als es wert wäre, wenn es nicht das Event laufen würde und wenn es nicht erst diese fette Box im Cash-Shop gewesen wäre. Aber das könnte man ja hodeln, theoretisch, und einfach warten, bis ein bisschen Zeit vergangen ist oder so. Grundsätzlich. Weil weiß man, was sehengebunden sein wird und was accountgebunden ist. Also eigentlich ist fast alles sehengebunden. Eigentlich ist fast alles sehengebunden. Alles außer Equipment. Equipment ist accountgebunden, alles andere ist sehengebunden, basically. Das ist im Endeffekt der Unterschied. Also so war es letztes Mal. Die offizielle Ankündigung, wie es diesmal sein wird, gibt es ja noch nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwas ändern werden, weil bisher war ja auch alles gleich. Und ja, warum sollten sie es ändern? Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da groß was ändern werden. Es gibt immer jemanden, der entweder härter suchtet oder mehr casht oder mehr Glück hat. Wobei gut, Glück mit Leveln jetzt eher wenig zu tun hat, aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt immer einen, der irgendwie besser ist als du. Vor allem in einem Game wie Flife, wo man halt schon wirklich eigentlich alles mit Geld besser machen kann. Im Endeffekt, also würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich von einschüchtern lassen. Wie gesagt, ihr müsst ja nur auf die Spielzeit in der Rangliste gucken. Ich meine, die meisten von den Leuten waren noch keine Minute offline. Heißt jetzt natürlich nicht, dass sie jede Minute gespielt haben tatsächlich. Aber das heißt zumindest, sie haben in den letzten paar Tagen kein einziges Mal ihren PC ausgeschaltet. Wahrscheinlich wenig geschlafen. Wahrscheinlich sehr viel Geld gecasht. Also ja. Also ob man da jetzt wirklich drauf neidisch sein will, ist ja die Frage. Minus 500 € auf dem Bankkonto. 4 Tage quasi nicht mehr wirklich gelebt, nur noch für dieses Spiel gespielt. Nur noch für dieses Spiel gelebt. Und basically auch nichts mehr anderes getan. Ob man da jetzt unbedingt neidisch drauf sein sollte, I don't know. Probably nicht.